Deine Schmerzen bestimmen deinen gesamten Alltag. Du würdest so gerne all deinen Hobbys, deinem Sport nachgehen, ohne zu denken, boah, das kann ich nicht machen, das tut weh. Dann bist du hier genau richtig, weil ich verrate dir, wie es mir selbst und vielen anderen tausenden Anwendern gelungen ist, durch einfache Liebschau- und Prachtübungen schmerzfrei zu werden. Also bleib dran und mach am besten direkt mit. Ich zeige dir 4 unserer Übungen gegen Schulter-, Knie-, Rücken- und Nackenschmerzen. Und das sind die wichtigsten für den gesamten Körper. Wenn du die machst, wirst du dich freuen können über das, was passiert. Bei der ersten Übung kümmern wir uns erstmal um die Rückenschmerzen. Ja? Wir machen mal die Variante an der Wand, die ist ganz cool. Du gehst vor die Wand, halben Schritt Entfernung ungefähr und machst dir mal kurz deine Beckenposition klar, indem du den Bauchnabel einziehst und dann, wenn du den Bauchnabel einziehst, hast du schon so eine kleine Bewegung, wo das Becken sich steiler stellt und dann machst du das noch deutlicher, du ziehst den Bauchnabel ein und willst mit den Leisten nach vorne. Also ja, Leisten, Schambein vielleicht, will nach vorne, Bauchnabel will rein. Und dann hast du die wunderbare Ausgangsposition für diese Übung. Schieb immer weiter vor und dehne dich da zunehmend hinein und atme schön. Mach direkt mit. Warte, bis dein Körper immer weiter nachgibt. Mach die Intensität der Dehnung so, dass es nicht zu viel wird, dass es gerade noch positiv auszuhalten ist. Und dann drückst du mal mit der Kraft der Bauchmuskeln und der Hüftbeuger den Rumpf, als wollte er nach oben. Da du aber an der Wand dich festhältst, kann der Körper nicht hoch, er spannt nur an. Und das ist die wichtige Kraft, die wir trainieren wollen. Dann lässt du wieder locker und gehst noch ein bisschen weiter da rein. Hüfte nach vorne, Bauchnabel zurück. Genauer gesagt, Leisten nach vorne, Bauchnabel zurück. Und nochmal, du willst wieder nach oben. Die Wand lässt dich aber nicht, weil du lehnst dich ja dagegen. Lässt wieder locker und gehst weiter zurück. Und lass zum Schluss nochmal den Kopf mit nach hinten gehen. Und drück nochmal gegen die Wand. Lass locker, geh weiter zurück. Und komm ganz langsam wieder hoch. Das war die erste Übung und da haben wir schon eine ganze Menge abgehandelt, was den Rücken angeht, was Hüftprobleme angeht und auch was an der Halswirbelsäule im Nackenbereich durch das Überstrecken, was das angeht. Wir kommen zur zweiten Übung und die zweite Übung ist gegen Knieschmerzen, gegen Hüftgelenkschmerzen und auch nochmal gegen Rückenschmerzen. Setz dich so hin, beuge dein rechtes Knie. Und dann versuchst du mit dem Fußgelenk, möglichst dicht zum Boden zu kommen. Geh so weit ran wie möglich und da stoppst du dann. Wenn es nicht weiter geht, bleibst du dort. Und du versuchst mit dem Gesäß immer näher zur Ferse zu kommen. Wenn du sie berührst, ist gut. Wenn nicht, bleibst du in einem gewissen Abstand. Und die dritte Einstellung ist, dass du den Bauchnabel zurücknimmst und mit ihm, mit deinem Rumpf zurückgehst. Und dann merkst du den ganz starken Zug hier über den Oberschenkel bis in die Leisten rein. Und das ist auch eine ganz, ganz effiziente Übung, weil da eben 3 Orte im Körper von Spannung befreit werden und die entsprechenden Schmerzen nicht mehr nötig sind, wenn das schön aufgedehnt ist. Wieder reinatmen. Wieder beim Ausatmen schön zunehmend nachgeben. Und dann drückst du mit deinem rechten Fuß gegen die Matte
Richtig fest dagegen drücken, entspannt sich dieser Muskel hier an und diese Kraft ist total gut, um, wenn du loslässt, weiter in die Dehnung zu gehen und auch, dass das Gelenk besser angesteuert wird. Gerade bei älteren Menschen viele Probleme der Stabilität der Beine hängen damit zusammen, dass dieser Muskel oder diese Muskelbündel, die wir hier dehnen, sind mehrere, dass die so verkürzt sind, dass sie gar nicht mehr richtig funktionieren können und so verspannt. Und nochmal, du drückst wieder gegen den Boden, lässt locker und gehst noch ein Stückchen weiter rein. Und dann kommst du langsam hoch. Und jetzt machen wir das Gleiche mit der anderen Seite. Das linke Bein wird gebeugt, das linke Fußgelenk Richtung Matte, das linke Gesäß Richtung Ferse, soweit wie es geht. Und zunehmend nach hinten kommen. Und dann merkst du jetzt links im Oberschenkel dieses total starke Spannungsgefühl der Dehnung. Und je mehr das spannt, desto mehr darfst du dich eigentlich freuen, weil das bedeutet, das war alles und ist alles viel zu kurz und zusammengezogen. Vielleicht auch die Faszien schon verfilzt und die Faszien sind verklebt, weil da zu wenig Bewegung, zu wenig Gleitfähigkeit drin war. All das versuchen wir jetzt gut aufzulösen. Gehen wir den Bauchnabel immer weiter zurück. Atme schön rein. Und drück mit dem linken Fuß, dem linken Schienbein gegen den Boden. Lass locker und geh weiter nach unten. Und noch einmal, drücke gegen den Boden, lass locker und geh weiter nach unten. Atme dich rein. Hier kommst du zu einer Ganzkörperroutine, falls du noch intensiver für deinen ganzen Körper trainieren willst. Und jetzt drückst du nochmal mit dem linken Fuß gegen den Boden, lässt wieder locker, gehst weiter rein und nochmal gegendrücken, gegen den Boden, locker lassen und weiter rein. Und dann kommst du langsam wieder raus. Jetzt haben wir schon ganz viel auch fürs Fußgelenk gemacht. Fußgelenk, Knie, Hüfte, Rücken haben wir schon bei der ersten Übung auch schon. Jetzt geht es weiter mit der Schulter. Und dafür hol dir 2 gleich hohe Stühle. Knie dich so davor, dass du in einem Winkel von ungefähr 45 Grad mit den Armen drauf liegst. Und dann lässt du dich immer weiter absinken mit dem Brustbein, dem oberen Ende des Brustbeins, zunehmend nach unten. Und dann merkst du den Zug in den ganzen Armen bis in die Brust rein. Schultergelenk sowieso. Und gehst richtig in die Dehnung. Ich liebe diese Übung, weil die befreit dermaßen. Du wirst es nachher gleich merken. Lass dich immer tiefer reinsinken und du kannst die Intensität, mit der dein Rumpf dann nach unten zieht, dadurch beeinflussen, dass du mit den Knien mehr oder weniger weit nach vorne oder nach hinten gehst. Je weiter du nach hinten gehst, desto mehr lastet dein Gewicht auf den Schultern und die Übung wird halt intensiver. Je weiter du nach vorne gehst, umso weniger Kraft wird da freigegeben und du kannst besser kontrollieren. Du musst mal ein bisschen probieren, bis du für dich die richtige Position gefunden hast. Und jetzt fangen wir an und drücken mit beiden Händen so kräftig wie möglich nach unten. Lassen locker und gehen wieder ein Stückchen tiefer. Und nochmal, wir drücken richtig fest nach unten gegen die Stuhlflächen, gegen die Sitzflächen. Noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und lassen locker und gehen noch ein bisschen tiefer.
Und dann drücken wir noch einmal richtig fest gegen die Stuhlflächen. Lassen locker und gehen noch ein bisschen tiefer. Und jetzt komm mal langsam raus. Oh, fühlst du das, was ich fühle? Es ist nicht genial. Und das am ganzen Körper. Das muss unser Lebenswohlgefühl werden. Mit der letzten Übung haben wir viel gegen Schulterschmerzen getan, aber auch gegen BWS-Schmerzen und den Nacken entspannt es auch. Weil hier vorne, wenn das alles schön gedehnt wird, hat man hinten weniger Gegenspannung. Du merkst es vielleicht sogar. Und jetzt gehen wir nochmal gezielt auf den Nacken, extra speziell. Das ist die wichtigste Nackenübung. Linken Arm tief ziehen, damit die linke Schulter, den Kopf 45 Grad nach links drehen. Die rechte Hand über den Kopf legen und jetzt das Kinn so dicht wie möglich an den Kehlkopf nehmen. Das richtet die Wirbelsäule auf. Und wenn du jetzt ziehst, dann hast du deutlich mehr Dehnung. Und lass dir Zeit und zieh immer weiter den Kopf nach vorne, unten, rechts. Dann merkst du es, wie es hinten links am Nacken zieht, bis in so einen Strang, der Richtung Schulter zieht hinein, ist es oft zu merken. Zieh die Schulter tief, lass den Rücken gerade und zieh den Kopf immer weiter nach rechts, vorne, unten. Und wenn du merkst, die ist zu wenig Dehnung, zu wenig Intensität, dann ziehst du das Kinn weiter ran, dann merkst du sofort, wie es mehr wird. Und dann ziehst du mit deinem Kopf nach hinten oben links, lässt locker, gehst weiter rein in die Dehnung und nochmal, du ziehst den Kopf nach hinten oben links, lässt locker, gehst weiter in die Dehnung, Schulter tief ziehen, Rücken gerade lassen, Kinn rannehmen zum Kehlkopf. Und nochmal, du ziehst den Kopf nach hinten oben links, hältst ihn aber fest, lässt locker und gehst tiefer. Und langsam wieder rauskommen. Und jetzt will die andere Seite sich natürlich auch so wohlfühlen. Ja, rechten Ellbogen tief, rechte Schulter tief, Kopf 45 Grad nach rechts nehmen, linke Hand über den Kopf, Kehlkopf, nein, Kinn zum Kehlkopf und zieh den Kopf nach vorne, unten links. Schön gerade bleiben im Rücken. Erstmal schön zunehmend reindehnen. Tief atmen. Im Ausatmen immer ein bisschen steigern. Immer wieder besinnen. Rechte Schulter tief. Rücken gerade. Kinn ran, vor allen Dingen, wenn die Intensität der Dehnung zu klein wird. Und du ziehst mit deinem Kopf nach hinten oben rechts. Entspannst wieder, ziehst tiefer. Und nochmal anspannen. Locker lassen. Tiefer gehen in die Dehnung. Nochmal anspannen. Locker lassen. Tiefer gehen. Und langsam wieder rauskommen. Oh.
Ich bin ja auch im Fersensitz jetzt gewesen. Es gehört zwar nicht zum Programm dazu, aber ich würde dir empfehlen, immer mal beim Essen oder wenn du fernsiehst oder irgendwie, wenn es geht, ja, vielleicht auch bei Gesprächsrunden, wenn du einen schönen weichen Teppich hast, immer mal in den Fersensitz gehen und das üben. Die Japaner machen das oder auch viele Asiaten, die essen ja so und haben automatisch schon einen ganzen Teil Dehnung im Alltag untergebracht, ohne zusätzlich Zeit zu nutzen oder zu brauchen. Und das finde ich immer ganz angenehm. Hey, kurz zu deiner Info. Am Sonntag, dem 7.1. findet hier in diesem Kanal um 11 Uhr ein großes Neujahrs-Live-Training statt. Und dazu möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen. Wir üben von Kopf bis Fuß gegen alle möglichen Schmerzen. Und das Besondere, du kriegst 12 Tipps, für jeden Monat einen sozusagen, um endlich mal in diesem Jahr deine guten Vorsätze auch umzusetzen. Ich freue mich total auf dich. Jetzt geht es darum, dass du diese Übung regelmäßig wiederholst. Und das Geheimnis ist, dass du diese Übung regelmäßig jeden Tag einfach machst und da Routine kriegst. Und das mit der Routine ist nicht so einfach, weil es gibt diesen inneren Schweinehund, ja, brauche ich euch nichts von zu erzählen, den hat jeder, ich habe den auch. Und was dir super helfen kann, wir haben einen Präventionskurs entwickelt, der wird sogar von den gesetzlichen Krankenkassen zu 70-100% erstattet. Und zu diesem Präventionskurs bekommst du kostenfrei von uns die Liebschauen Pracht App. Da kriegst du jeden Morgen kurze Videos, die dir es total erleichtern, in die Routine reinzukommen und das wirklich regelmäßig zu machen. Und ich motiviere dich mit 365 Videos jedes Jahr, jeden Tag aufs Neue. Wenn du da mal reingucken willst, dann klickst du bitte hier. Und ich bin gespannt, wie du das findest. Ich glaube, es würde dich begeistern. Und hier unten kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du es nicht schon längst getan hast. Ja? Also wenn nicht, dann mach's bitte ganz schnell, damit du nichts versäumst, was ganz wichtig für dein schmerzfreies Leben sein könnte.